Hi, hi, ich bin Luisa, ich lebe seit 2 Monaten auf Bali mit meiner Familie und heute machen wir einen kleinen Ausflug nach Kuta. Wenn dich das interessiert, bleib jetzt dran. Heute sind wir mal mit dem Auto unterwegs, mit Yuba ganz genau genommen. Das ist aus unserer Sicht definitiv die beste und einfachste und günstigste Art, sich in Bali fortzubewegen, abgesehen vom Roller. Auf Roller fahren wir ein großes Auto. Ja, auf Roller fahren haben wir nämlich heute keinen Bock, weil wir einfach ein bisschen rumbummeln wollen da und vielleicht auch ein bisschen einkaufen. Und das ist uns jetzt alles mit dem Roller ein bisschen zu stressig. Von daher, alternativ gäbe es ja auch noch die normalen Taxen hier. Aber Yuba hat da sehr, sehr viele Vorteile gegenüber. Zum Beispiel wird man nicht dauernd beschissen, was den Preis angeht. Das versuchen Taxifahrer nämlich wirklich sehr gerne. Die privaten Fahrer sind noch schlimmer. Und bei Yuba hat man halt echt den Vorteil, das läuft alles über eine Handy-App. Die könnt ihr euch einfach im App Store runterladen. Man kann sich orten lassen und dann kommt das Auto dorthin, wo man ist. Die Fahrer kriegen einen festen Stundenlohn, das ist denen also vollkommen wurscht, wie lange und wie weit du mit denen fährst. Du bezahlst sie auch nicht direkt, du brauchst also gar kein Bargeld, das läuft alles über die App. So wird es teuer. Genau, und deswegen solltest du halt mal hier Ausflüge oder so machen, können wir dir das echt ans Herz legen. Ich blende dir mal hier so einen Gutscheincode ein. Den kannst du, wenn du die App runtergeladen hast, kannst du den eingeben und dann kriegst du 75.000 Rupiah Gutschrift für deine ersten Fahrten. Das entspricht etwa 5 Euro. Ich glaube, das funktioniert sogar, wenn du in Deutschland bist. Da gibt es Uber nämlich auch, also geschrieben UBER. Es gibt ja auch bei Bluebird eine Handy-App, die ist aber nicht so genau, also da kann man sich auch orten lassen, aber da muss man meist noch eine Straße angeben und irgendein Haus, vor dem man steht oder noch eine Querstraße. Also es ist ziemlich kompliziert, da ist Uber ziemlich einfach, man wird geortet, zack, und das Auto kommt dahin. Bei den Taxen hatten wir schon öfter, dass wir welche bestellt haben und die dann einfach nicht gekommen sind, weil sie es nicht gefunden haben oder keine Ahnung, was hatten wir für Probleme. Ja, und da ist Uber wirklich, hat viele Vorteile. Und es hat noch einen Vorteil, nämlich selbst wenn der Fahrer kein Englisch spricht, kommt man auf jeden Fall dort an, wo man hin will, weil man das nämlich auch in der App eingeben kann. Also man kann genau sagen, setz mich dort wieder ab. Das heißt, im Grunde genommen muss der Fahrer einfach nur fahren können. Viel mehr muss der gar nicht machen. Und die sind, die sind echt entspannter. Sie sind alle angeschnallt, was sie im Taxi hier nie sind. Die Autos sind immer neu und modern. Normalerweise sind es Toyotas, da sind die Taxen nämlich auch nicht. Und sie sind in der Regel auch größer als Taxen. Also auch ideal, wenn du am Flughafen ankommst mit deinem ganzen Gepäck. Dann brauchst du dir damit auch keinen Stress machen. Stell dich einfach dahin, schmeiß die App an, lass dich orten, lass dir einen Fahrer kommen. Der kennt deinen Namen, du kennst seinen Namen vorher. Das siehst du alles über die App. Das Nummernschild. Du kannst ihm genau sagen, wohin und dann alles gut. Kein Beschiss, keine Verarschung, kein weiß der Geier was. So, und jetzt fahren wir nach Kuta. Wir sind jetzt in der Discovery Mall, Balis größtem Einkaufszentrum mit Designer-Outlet und keine Ahnung was. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal Topshop, habe ich gefunden, und das ist bis jetzt auch das Einzige, was mir was sagt. Mal gucken. Für die echten Beauty Addicteds, die kennen das hier vielleicht. Allerdings sehe ich hier jetzt im Moment überhaupt keine Preise. Ich kann gerade nicht sagen, ob der Kram hier bezahlbar ist. Das finden wir doch noch raus. Jetzt bin ich ja neugierig. Ja, knapp 180.000, das ist voll teuer. Das sind über 10 Euro. Was? Über 10 Euro für so ein Stift? Okay, das ist teuer.
Boah, das sind fast 20 Euro. $15. Okay. Also man braucht sich zumindest nicht einbilden, dass Schminke hier billig wäre, nur weil man in Bali ist. Andererseits ist dieses Ding hier ja auch für Touristen gemacht. Wie viel kostet denn sowas hier? Na, das sind etwas über 10 Euro, 12 vielleicht. Das geht dann vielleicht noch. Kabuki. Für fast 20 Euro. Tja, leider sagt mir diese Marke jetzt gerade nichts, aber das heißt nicht, dass sie schlecht sein muss. Ich kenne mich halt auch nicht mit allem aus. Okay, aber das hier kenne ich, das sagt mir was. Da kann ich jetzt mal Preise vergleichen. Okay, 20 Euro für eine Pinzette. So viel kosten die in Deutschland auch. Die sind aber auch wirklich gut, das lohnt sich. Techniques Brushes gibt's hier. Das finde ich ja geil. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt, wie viel die hier kosten, weil eigentlich sind die nicht so teuer. Aber das sind jetzt so 11 Euro ungefähr, knapp. Ja, 15. Der allseits beliebte Duo-Kleber kostet hier auch genauso viel wie in Deutschland. Das sind so ungefähr 8 Euro, wenn ich mich jetzt nicht irre. Jetzt auch Adele. Also jedenfalls an Wimpern kann man sich hier irgendwie nicht beschweren. Davon gibt es mehr als genug. Oh, selbstklebend. Für 107.000, also so 7 Euro. Da könnte ich jetzt aber schon ganz schön zuschlagen hier. Wimpern, bis der Arzt kommt. Okay, ich habe ja jetzt fest angeklebte für mehrere Wochen, von daher brauche ich sowas nicht. Und außerdem ist mir das eigentlich immer viel zu fummelig, aber hier zu Burger King, also sind wir jetzt bei Burger King. Und die Ironie an der Sache ist, hier gibt es gar kein Kids-Menü. Alessio ist ein Elefant mit Stoßzähnen. Bist du auch ein Elefant? Ja? Mit Stoßzähnen? Der ist noch klein, er hat erst eins. Ach so, stimmt, er hat erst einen Stoßzahn. Wenn sie Luft waren. Das ist gar nicht so teuer. Was macht das Klo-Elmochen? Geht der dann kacken? Also, warte mal. Müssen die Füße anheben? Elmo hat einen Unfall. Elmo hat eine pullert. Oh. Ganz schön groß, oder? Er hat gesagt, er darf sich ein Spielzeug aussuchen. Er hat das Kleinste genommen, was er finden konnte. Ja, ist doch klein. Ist kleiner als er. Crocs sind hier echt teuer, ey. Obwohl das in Indonesien produziert wird, ne? Und jetzt sind wir hier irgendwie in der Schminkecke oder was angekommen. Oh, da hinten gibt es Bourjois, NYX, Revlon, Shiseido, Lancôme, Body Shop ganz hinten.
Das hier sind übrigens Abvergaben für die Götter. Die findet man hier überall, sogar im Kaufhaus drin. Für gewöhnlich eigentlich vor jeder Tür, egal welcher, egal wo, jede Einfahrt, jede Tankstelle, alles. Und anscheinend halt auch oben hier auf den Verkaufsständen. Soll Glück bringen und Geld und Umsatz. Ich habe jetzt mal die Preise bei Clinique und Estée Lauder ausgecheckt und ja, das nimmt sich nicht wirklich was zu Deutschland. Also Clinique war identisch mit deutschen Preisen, bei Estée Lauder war es etwas günstiger, aber immer noch sehr teuer. Also das Mega-Schnäppchen macht man hier, glaube ich, nicht, was Kosmetik angeht. Und die Marken, die es bei uns also in der Drogerie gibt, sowas wie L'Oreal und so, sind hier teilweise sogar etwas teurer, als man alles kaufen kann. Und auch Hello Kitty-Teppiche, ne? Ja, Hello Kitty-Teppiche wundern mich jetzt nicht so sehr. Ein deutscher Fußballteppich schon ein bisschen mehr. Also Elektronik lohnt sich hier irgendwie auch nicht so richtig. Haben wir jetzt auch gerade mal verglichen. Samsung-Handys kosten bei uns teilweise weniger. Also so in dem Dreh bewegen wir uns auch. Also nach Bali muss man nicht unbedingt kommen, weil man hier shoppen oder irgendwelche Schnäppchen machen will. Ich schätze mal, dass der eigentliche Kulturschock hier in Bali daran liegt, dass der Kulturschock, den man erwartet, gar nicht so eintritt. Es gibt hier einfach nichts, was du nicht kaufen kannst, was es nicht zu Hause auch irgendwo gibt. Also wer keinen Bock hat, sich auf eine andere Kultur einzulassen, der muss das hier auch einfach überhaupt nicht. Falls du jetzt aber doch nach Bali kommst, weil du das eigentlich wolltest, dann würde ich sagen, solltest du auf jeden Fall nicht zu viel Zeit in Kuta und Umgebung verbringen. Und so weit weg wie möglich davon, dahin, wo Bali noch Bali ist und wo die Menschen in Häusern ohne Strom und Wasser leben und ihre Religion auch wirklich ausleben. Und wo du auch noch weißt, wer Balinese ist und wer nicht. Keine Ahnung, ich bin hier in einem riesigen Einkaufscenter und es ist, du vergisst einfach tatsächlich, wo du bist, bis auf die Musik. So. Ansonsten kannst du an jeder Ecke leckere Pizza essen und Chinesisch und Ägyptisch und du kannst hier einfach alles essen, alles kaufen. Es ist hier nicht so einzigartig, wie man denkt. Zumindest nicht in Kuta und Umgebung. Ich möchte jetzt Bali nicht über einen Kamm scheren und ich war auch definitiv noch nicht überall, das werde ich aber noch nachholen. Das ist, glaube ich, gerade meine Entdeckung des Tages. Diese Dinger habe ich jetzt hier schon in mehreren Läden gesehen und mich gefragt, was das sein soll. Und so wie das aussieht, sind das so Klebestreifen, die irgendwie dein Schlupflid kaschieren und damit soll das eben so wirken, als hättest du größere Augen. Also ist halt für Asiaten, ne? Mit so Schlupflidern. Total interessant. Kostet 2 € für 80 Stück. Übrigens bin ich hier gerade im Guardian. Das ist irgendwie sowas wie DM bei uns oder so. Beziehungsweise es ist halt irgendwie so eine Mischung aus Apotheke und ja, eine Mischung aus Apotheke und Drogerie. Also wenn mir noch ein Kleidungsstück fehlt, dann irgendwie ein langer Rock oder ein langes Kleid. Mein Problem, ich bin zu kurz. Na, wie sieht's aus? Also ich mag's, aber eigentlich ist der Rock ein bisschen zu lang. Ich sehe das nicht. Aber eigentlich bin ich gerade so drauf wie die Frauen, die sich die Schuhe zu klein kaufen. Dann kaufe ich noch einen Rock zu lang. Ich mag ihn einfach. Und ich mag auch das Top dazu. So klein. Es ist jetzt ziemlich genau 18 Uhr und die Sonne geht unter. Wir sind halt ganz nah am Äquator. Und wie ihr seht, mitten in Kuta, Massen an Menschen. Das hast du auch wirklich nur hier so. Also Kuta, Legian, Seminyak. Da ist es wirklich, wirklich voll zum Sonnenuntergang. An allen anderen Stränden kannst du ganz entspannt Cocktail trinken und entspannen, auch ohne chinesische Invasion. Der Vorteil an Kuta natürlich ist dann wiederum, hier findest du wirklich an jeder Ecke, ungefähr alle 3 Meter, wirklich stylische, gute, coole Restaurants und Cafés und Bars.
direkten Blick aufs Meer. Ist jetzt nicht so, als gäbe es das nicht irgendwie auch an anderen Stränden. Natürlich gibt es das da auch, aber eben nicht in der Masse. Da muss man halt ein bisschen mehr suchen. Nachteil ist natürlich, hier ist alles ein bisschen teurer als da, wo eben weniger Touristen sind. Also man könnte jetzt eigentlich meinen, dass Konkurrenz das Geschäft belebt. Ja, tut es theoretisch auch, aber die schrauben sich hier mit den Preisen eigentlich nur hoch, weil hier halt Menschen sind, denen das scheißegal ist. Die zahlen alles, was du willst. Dementsprechend kostet hier eine Portion Nasi oder Mie Goreng, also einfach gebratener Reis oder Bratnudeln, wie du sie beim Chinesen bei uns um die Ecke auch kriegst, 60.000. Das ist in etwa das Vierfache von dem, was man woanders bezahlt. Ist aber eigentlich immer noch nicht teuer, weil was sind denn schon 60.000? Das sind 3 Euro? 4 Euro. 4 Euro versus 70 Cent. So, kannst du dir jetzt überlegen, ob du das jeden Tag hast. Übrigens noch ein Tipp, wenn ihr hierher kommt, bringt euch einen Rechner mit einem Laufwerk mit oder einen DVD-Player, einen alten, den ihr noch habt. Hier könnt ihr an jeder Ecke praktisch jeden mehr oder weniger aktuellen Film kaufen für 10.000 Rupiah pro DVD. Das sind umgerechnet 7 Cent. Läuft, oder? Also wenn es dann doch mal irgendwie in der Regenzeit irgendwie ein bisschen öde wird oder ihr krank seid und deswegen nicht ausgehen könnt oder ihr einfach mal wieder Bock drauf habt, kannst hier wieder zurückpacken, dann könnt ihr euch einfach für 7 Cent einen Film kaufen und euch einen lustigen Abend machen. Ja, und damit verabschieden wir uns für heute. Wir treten jetzt den Heimweg an. Es ist mittlerweile 21 Uhr. Wir waren jetzt, ich habe keine Ahnung, richtig lange hier. Wir sind echt müde und kaputt und gehen jetzt schlafen. Sofern unser Uber-Taxi denn dann mal jetzt kommt. Sollte euch interessieren, was wir denn jetzt schlussendlich gekauft haben. Also falls ihr einfach mal so eine Art Bali-Haul sehen wollt, wo wir euch einfach mal unsere tollen Shopping-Ergebnisse zeigen, dann lasst mich das wissen, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann einen Daumen runter. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!